Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampyr. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf dem richtigen oder auf dem verkehrten Weg bin. Ich hoffe, ich komme jetzt langsam dem Ziel immer näher. Aber wo ist der Kollege, den ich hier finden soll? Verschmutzter Brief. Ich heiße Robert Tesdale. Wer immer diese Nachricht finden mag, bitte versuchen Sie mir zu helfen. Meine Tochter Luisa ist vor einigen Wochen verschwunden. Zuletzt wurde sie in einer Bar in der Gegend gesehen. Nicht in jener, in der sie als Kellnerin arbeitet, sondern in einer anderen. The Dancing Throat oder The Dancing Throat. Zwei Zeugen sahen sie in diesem Ort mit einem eleganten Unbekannten verlassen, vielleicht einem Ausländer. Es gibt viele Gerüchte über Männer und Frauen, die in der Gegend verschwinden. Ich bin überzeugt, dass meine Louise entführt wurde und irgendwo in der Nähe gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass die Polizei nicht helfen wird, da sie bereits wichtigere Dinge zu tun hat. Deshalb suche ich nun selbst nach meiner Louise. Wenn Sie diesen Brief finden, konnte ich sie nicht retten. Meine Louise ist ein guter Mensch und verdient es nicht, so zu sterben. Sie ist von mittlerer Größe, hat dunkles Haar und eine Narbe auf der rechten Wange. Bitte suchen Sie nach ihr und bringen Sie es für mich zu Ende. Gott segne Sie. Louise's father was determined to find and save her. Ja, schön. Aber wie komme ich denn jetzt hier voran? Ich finde weder den Weg, den ich gehen soll, noch finde ich hier den NPC, der sich hier verschanzt haben soll. Das ist gerade schon ein dezentes Problem. Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich die denn finden? Und wie soll ich jetzt dahin kommen, wo ich hin soll? Wo hatte ich jetzt eigentlich nochmal den Bosskampf? Das ist halt ein bisschen verwirrend hier in den Abwasserkanälen. Toll. Habe ich nicht hier angefangen? Oh Mann, Junge. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Wenn man wenigstens mal eine Umgebungskarte von dem Gebiet hätte. Wo man sich ein bisschen besser erkundigen kann.
ist doch scheiße, wenn dieses Spiel einen so behindert. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier zur Rande kommen soll. Weil das Spiel einfach nicht... Das Spiel will einfach nicht. Da kann mir einer erzählen, was er will. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Jeder Weg führt wieder zum Anfang, habe ich das Gefühl. Ah, hier. It's locked. Jetzt habe ich's. Ja, ich hoffe mal, dass ich diesen NPC hier finden werde. Und auch den richtigen Weg nach draußen. Ja toll, aber hier geht's ja auch schon wieder nicht weiter. Oh, jetzt lass mich doch gehen, Junge. Feierabend hier, ihr Knallköpfe. Die wollen mich ums Verrecken ja nicht rauslassen. Das hat schon seinen Grund, denke ich. Ich weiß nur nicht welchen. Weil ich komme hier ja nicht raus. Aber warum wollten die mich jetzt hier ums Verrecken nicht rauslassen? Ah ja. Haben wir doch eine Ausgangsmöglichkeit. Hoffentlich finde ich jetzt den NPC endlich. Vielleicht ist das ja auch das Mädchen, was wir da suchen. Wäre ja möglich. Kann ich den denn nicht verletzen? Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir
und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschungen zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schöne und einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Erzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt, jedenfalls meistens, aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde meine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr mein Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. 17. Oktober 1918. Ich glaube, ich habe die perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in dieser Bar die Drinks serviert. Unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen, sobald sie mein ist. Sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat, wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die momentan nur ich sehe. 18. Oktober 1918. Ich verstehe nicht. Luisa verweigert sich mein Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass ich sie nie zu etwas zwingen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern. Dann wird sie verstehen, dass ich ihre einzige Wahl bin. Ja, ist auch nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Von Weisheit ist der Typ jedenfalls nicht gesegnet. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Wunderbar, das wäre erledigt. Du weißt, dass du jederzeit... Ach komm, das ist doch gut. Weißt du, sie kann gehen und bleibt trotzdem in der Zelle drin. So, jetzt muss ich aber immer noch rausfinden, wie ich hier rauskomme. Ah, Ratten. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Naja, aber was sein muss, muss sein, Dr. Reed. This is despicable. Sie müssen wieder zu Kräften kommen, Dr. Reed. Kann ich die jetzt noch nicht heilen, die Frau? Weil die ist krank, die muss geheilt werden. You should return to a safer place, Miss Teasdale. What's more, I'm not sure you should see your father in his condition. He was savagely disfigured. Thank you for your sympathy, Doctor. But I recently learnt to stare horror in the face. Man kann ihr nichts geben. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Ich bin gespannt, wo ich sie wiederfinde.
Eine gewöhnliche Axt. Ich bin mal gespannt, wie wir hier rauskommen. Das Gebiet hier ist auf jeden Fall wichtig. I have this thirst Beziehungsweise for blood. richtig. Aber dann muss ich hier raus. Mal kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Hier hatte ich die Axt gefunden. Hier ist eine Tür, aber die ist irrelevant. Nee, hier gibt es nichts mehr. Dann ist das der richtige Weg nach draußen. Dann muss ich gleich die andere Tür öffnen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Ich hoffe, das war jetzt auch der verzwickelste und verzwackelste Weg, den ich gegangen bin, den ich gehen musste. Ich möchte am liebsten halt schon gleich rauskriegen, wo ich hin muss, überall und so. Ah ja. So. Ah, das ist die Tür. Gleich aufmachen das Ding hier. Gleich öffnen die Hütte. Schon sind wir wieder im Tempelgarten. So, das war nämlich die Ecke, wo wir nicht rein konnten. Quarantänezone. Ach Quatsch, hier will ich doch gar nicht lang, oder? Oder will ich da lang? Warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Hier von da bin ich gekommen. Gut, wir sind richtig. Okay. Okay, Zay. Dann muss ich dort rein. What has happened to the London that I knew? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Geoffrey McCullen melden.
Wenn, dann muss ich Fischbirnen melden. Kennen Sie Fergal Banscha? Ich habe nichts Seltsames bemerkt. I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No, but I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Na gut, dass ich die schon gefunden habe. What are you in? Tell She's a... Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Schön, wieder einen Unterschlupf gefunden. Oh my God, the power of the Lord! The Power of the Lord! Welche Power of the Lord, Junge? Dein Lord ist nicht hier. Bro, so viel kann ich dir versichern. Feuer! Mein Junge. Hat schon wieder funktioniert, der Trick. Er passt doch einfach nicht genug auf sich auf.
Der gute Mann. Es muss auch Bläde geben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gebiet so umfangreich ist. Westend. Aber gut, das ist ja wieder ein ganz anderer Bereich. Dr. Reed. Still conducted. Er ist Goodbye, das wieder. Detective Inspector Albright. Goodbye. Der verdächtigt erstmal jeden. Das ist aber auch nicht verkehrt. Das sollte ein Mann seiner Position ja auch tun. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. The Spanish flu is not the only hidden killer around here. Gut, jetzt muss ich erstmal den anderen Typen suchen. Weil hier waren 3 Typen unterwegs. Das ist einmal der Arzt, dann einmal der Knaller, den ich gerade eben getroffen habe. Der hier ist der andere. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are?
or who you are. I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Wollen wir mit dem sprechen? Good evening, Mr. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Goodbye, Mr. Baker. Gut. Mit denen habe ich gesprochen. Fehlen noch 3 NPCs auf meiner Liste. Die werden sich wahrscheinlich hier in dem Gebäude aufhalten. Wenn ich das Gebäude finde. Gibt's hier überhaupt Betritt Dawsons Anwesen? Ah, hier. Weißes Geschäft. Ach so, das ist ein Geschäft. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on
on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Interessant. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Kann ich auch nur wieder Vorräte und sowas kaufen, aber ich brauche gerade nichts. Dr. Reed, I am glad to see you again. Guck mal. Gratis. It's locked. Man kann es ja probieren. What has happened to Jetzt muss ich erstmal das Anwesen von dem Typen finden. Das müsste doch das hier sein, oder? Oder etwa nicht? An die Bürger Londons, Ausgangssperre, offizielle Gesundheitswarnung. Die Ausgangssperre wird um 21 Uhr. Ach so, das habe ich schon gelesen mit der Ausgangssperre. So, das Verbrechen des verlorenen Wissens. Vampire sind gefährlich, tödlich, manchmal bösartig. Das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen,
was sie sind und manchmal wer sie sind, um so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, der von einem der unsrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf? Erinnern Sie sich, wie die Vorsicht gewählten Worte dieses Vampirs unsere Herzen stets erwärmten, wenn wir sie lesen? Denn sie sind ein besonderes Fenster zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke erhaschen. Titus Flavius Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor wenigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Es ist ein Versprechen, so herzzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch einen Vampir. Darum ist der Weg, den die Wache von Pryven eingeschlagen hat, so verwerflich, wie er wertlos ist. Wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, anstatt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstören sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzeln mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie blindlings Worte und Gedanken tötet. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. The glutton. A man who just eats life as a cake. A righteous ego, surprised to fall in love. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Perhaps later. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals.
For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. I would rather not know. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How do you measure the amount of blood on my hands? I told Is it... All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, the whisper... Gut, wie viele fehlen noch? Ein NPC noch. Das ist ihre Tochter, die noch fehlt. Dann haben wir alle.
can't believe I'm doing this. Ach, glaub das ruhig mal. Aber wo ist die Tochter von der Frau? Das würde mich mal interessieren. Und wie komme ich in das Anwesen? Wie kann ich denn das Anwesen überhaupt betreten? Und wo ist es eigentlich genau? Ist es das hier, wo wir davor stehen? Weil es sieht eher aus wie eine Kirche. Das muss die Tochter sein. Und wie komme ich da hin? I am glad to see you again. It's locked, all right. Die Tochter ist eingesperrt oder was? Also die Tochter ist auf jeden Fall unten im Keller. Und da komme ich nicht hin. So, und ich habe jetzt hier nur noch stehen, betritt das Anwesen von Dawson. Aber wo ist das Anwesen? Das da ist eine Kirche. So, hier unten ist die Kanalisation, aus der ich gekommen bin. Da werde ich auch nichts mehr finden. Muss ich erstmal einen Weg finden. Hier lang geht es auch nicht. Weil dort hinten der Ausgang der Quarantänezone ist. Dann muss es dort lang gehen, in die Richtung. Jetzt fehlt ja nur noch ein einziger NPC. Und das ist die Dame. Aber die werde ich bestimmt auch noch finden. Ah ja. Gut. So, da komme ich nicht durch. Ja toll, aber jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier bei der Kirche. Wo ist denn das Anwesen von dem Pisser? Ich soll das Anwesen betreten. Und wo ist es? Genau. Weil das hier ist definitiv eine Kirche.
Ich habe keine Ahnung, wo ich nach diesem Anwesen suchen soll. Ich denn mal wüsste, wo das sein soll. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich nach seinem Anwesen suchen soll. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Das Anwesen. Ist ein wenig verschachtelt und versteckt. Gibt es hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Ja, hier haben wir noch eine Tür aufgeschlossen. Ah, jetzt bin ich wieder in Whitechapel. Okay. Ja, ja, die Ecke kenne ich ja auch. Ja, jetzt fällt mir ein, wo ich bin. Gut, gut, gut. Warte mal, gibt es da drüben noch eine Ecke? Das ist, muss die Ecke sein, wo ich den... Genau, wo ich den einen Vampir getötet habe. Gut. Okay, Zay. Dann gehen wir jetzt zum Anwesen. Wir betreten das allerdings... Oh, was ist das? Kann man nicht rein. Wir betreten das allerdings erst im nächsten Video, weil wir gleich eine Stunde voll haben. Es will sich jetzt nicht mehr lohnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya!